Hallo liebe Hausbauhelden! Wohnen in der Stadt, vielleicht sogar in der Altstadt, hat viele Vorteile. Aber findet man auch ein Grundstück in der Stadt, um ein Einfamilienhaus zu bauen? Heute zeigen wir euch eine Haustour, bei der genau das funktioniert hat. Mitten in einer Häuserzeile an der historischen Stadtmauer entstand ein wohngesundes Holzhaus von Baufritz mit erstaunlich viel Freiraum. Es zeigt, wie Nachverdichtung in der Stadt funktioniert. Als die Baufamilie das Grundstück in der Zeitung gesehen und besichtigt hat, war der erste Gedanke, das ist ja viel zu eng. Aber die Lage wäre toll. Ein befreundeter Architekt hatte sofort gute Ideen, was man mit diesem Grundstück machen kann, und es ist ein Glücksfall, wie die Familie heute sagt. Das Grundstück hat hier im Osten die Straße, im Westen die alte historische Stadtmauer, rechts und links schließen zwei Gebäude an. Das Ganze steht unter Denkmalschutz, ist hier in einem Ensemble drin, es musste also viel abgestimmt werden. Deshalb die wichtigste Info vorab: Bevor das Grundstück gekauft wurde, wurde eine Bauvoranfrage gestellt, ob das, was man sich vorgestellt hat, auch realisierbar ist. Ganz genau 13,50 Meter mal 7,40 Meter ist die Grundstücksfläche, und das Grundstück wurde komplett bebaut. Das sind also nur etwa 100 Quadratmeter Grundstück, und durch geschickte Planung in die Höhe konnten hier 170 Quadratmeter Wohnfläche und 250 Quadratmeter Nutzfläche realisiert werden. Insgesamt gibt es 4 Ebenen, und da es hier auch noch einen Höhenversatz gibt und hinten erdberührender Teil ist, musste da ein massives Untergeschoss hin, aber die Obergeschosse konnten in Holzverbundkonstruktion realisiert werden. Bei den Maßen fangen wir mal von oben an. Wir haben ein 52 Grad geneigtes Satteldach mit Tonziegeln belegt. Dann seht ihr auf Ost- und Westseite jeweils 4 Flachdachgauben, die komplett in Titanzink eingedeckt sind, und 3 Dachflächenfenster oben drüber. Denn im Dachspitz ist nochmal eine Ebene eingezogen, die als Stauraum genutzt wird. Diese Dachflächenfenster, das zeige ich euch dann innen, belichten übrigens auch den innenliegenden Flur im Obergeschoss. Für den gibt es dann 90 cm Kniestock. Dann seht ihr, kommt das obere Geschoss in Holz und hier unten der gemauerte Keller. Dieses Holzobergeschoss springt hinten etwas zurück, und der Keller ist auf der kompletten Grundstücksfläche durchgezogen, sodass man von der Rückseite eine Terrasse hat. Das zeige ich euch natürlich, wenn wir da nachher hinkommen. Und zu dieser Vorderseite gibt es noch ein paar interessante, relevante Informationen, denn diese Farbe musste zum Beispiel mit dem Denkmal abgestimmt werden. Das ist so ein ganz zartes Grau-Blau. Wenn euch die Farbnummern interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich euch das beantworten. Und die Konstruktion oben drüber ist eben eine Holzverbundkonstruktion, 37 cm Spark mit einer Hobelsparendämmung, die eben auch ökologisch ist. Im Erdgeschoss ist eine Doppelgarage drin, denn ab 140 Quadratmeter Wohnfläche braucht man 2 Stellplätze. Das hat sich auch wirklich sehr bewährt, weil ansonsten in so einem engen Bereich natürlich immer die Parkplatzsuche angesagt ist. Auch der Aufbau ist natürlich schwierig, die Baulogistik. Da muss dann eine Straßensperrung beantragt werden, damit hier der Kran steht. Die LKW mussten hier rückwärts reinfahren, die großen Tieflader. Und da ist natürlich super, wenn man jemanden hat, der das abgestimmt aus einer Hand macht. Der gemauerte Keller waren wohl 2 Wochen Rohbauzeit. Das Haus stand in 2 Tagen. Jetzt sehen wir schon, der Eingangsbereich ist 70 cm zurückversetzt, weil für ein Vordach oder irgendwas hat man natürlich hier keinen Platz. Und hier sind schon sehr, sehr schöne Naturmaterialien im Einsatz. Das hier ist ein Sandstein, ein regionaler. Da ist auch die Eintrittsschwelle ist massiv aus diesem Sandstein gemacht. Was auftaucht, ist Eiche. Das wird uns im ganzen Haus immer wieder auffallen, beziehungsweise Weißtanne haben wir hier oben
in der Decke drin. Dann gibt es hier immer wieder Elemente in Schwarzstahl, die vom Schmied gemacht worden sind, vom Kunstschmied, und diese riesengroße, massive Eingangstür in Eiche. Das Haus steht übrigens schon seit 10 Jahren. Ihr könnt also sehen, das Material altert natürlich mit. Im unteren Bereich ist es auch vom Salz und vom Spritzwasser von der Straße belastet. Es ist auch extra mit unterschiedlich breiten, dicken Dielen, die auch keine glatte Oberfläche bilden, sodass das Ganze so einen etwas rauen, rustikalen und trotzdem, finde ich, sehr modernen Eindruck macht. Hier haben wir wieder diesen Türdrücker, der in Schwarzstahl ist. Die meisten Eiche-Arbeiten sind hier alle vom Schreiner gemacht und vom Schmied. Es ist sehr, sehr individuell, und wie es da drin weitergeht, schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir auch schon in der Diele auf der unteren Straßenebene. Das sind 11 Quadratmeter. Von der lichten Raumhöhe haben wir hier etwa 2,60 Meter. Das ist etwas mehr als oben. Die Höhen mussten natürlich auch angepasst werden, nachher draußen an den Übergang zur Terrasse. Das zeige ich euch dann. Und hier haben wir jetzt auf dem Boden auch wieder den Naturstein, den schwarzen Tobler Sandstein, der auch die Tür einfasst. Daraus sind auch diese beiden Antrittsstufen gemacht hier von der Treppe, was ich sehr schön finde. Die Bauherrin sagte allerdings schon, das ist so ein ganz offenporiger, weicher Stein, und der ist tatsächlich nicht ganz pflegeleicht. Trotzdem ist es bei allen Naturmaterialien so, dass Flecken sich mit der Zeit dann auch wieder ausbleichen und das Material sich angleicht. Wir haben hier wieder komplett vom Schreiner gemacht, diese Lösung. Tür mit Oberlicht, die Weißtanne an der Decke, hier eine Schuhschranklösung vom Schreiner, die dann auch dieses kleine Fensterchen einfasst. Sehr schön hier mit dieser abgeschrägten Lösung und dem LED-Band, sodass eben auch, wenn es dunkel ist, hier Licht reinkommt. Hier sind Mützen drin, Schuhe, alles, was die Familie braucht, wenn sie so ankommt. Hier geht es hoch, da schauen wir gleich. Hier geht es in einen Gästebereich, da gibt es eine extra separate Einheit, Gästebereich und Bad. Das wird im Moment als Büro genutzt, und das ist der Zugang zum hinteren Bereich. Da gibt es kein Tageslicht, das ist deshalb Keller, Abstellraum und Zugang zur Garage. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Im ersten Obergeschoss beginnen dann die eigentlichen Wohnräume der Familie. Wir haben jetzt hier nochmal einen Flur mit 7,5 Quadratmetern. Hier oben ist die lichte Raumhöhe jetzt 2,40 Meter. Und auch hier sieht man schon, ist ganz viel Wert auf einen hochwertigen Ausbau gelegt worden. Wir haben hier auch wieder eine Einbaugarderobe in Eiche vom Schreiner, raumhoch. Das ist übrigens auch keine Wand, sondern das ist die Abtrennung zum dahinterliegenden Gäste-WC. Ganz schön finde ich, dass da immer überall auch gleich diese LED-Streifen eingelassen sind. Hier haben wir jetzt auch wieder die Weißtanne teilweise an der Wand. Diese Fensterrahmen sind dann in Eiche eingefasst, und die Fenster innen, das habe ich euch ja eben schon gesagt, sage ich noch was dazu, sind in Fichte. Das sind Holz-Alu-Fenster, die macht der Hersteller auch mit einem besonderen Einbau, der über den Stock geht, dass man von außen diese schmalen Alurahmen sieht. Das ist in Lichtgrau. Auch da kann ich euch den RAL-Farbton nochmal schreiben in die Kommentare, wenn ihr danach fragt, wenn ihr es wissen wollt. Und sehr schön ist, dass man jetzt hier eine niedrige Brüstung hat. Das sind 50 cm. Dann hier nochmal so ein feststehendes Band, 30 cm hoch. Dann kann man nämlich hier auch mal Sachen stehen lassen. Und das ist eine der wenigen Stellen im Haus, wo es eine Fensterbank gibt.
Das werden wir gleich sehen. Und was es noch in diesem Haus nicht gibt, sind Fußleisten. Das ist mir sofort aufgefallen, weil es ja immer ein Thema ist, dass ihr ganz viel fragt, mit oder ohne Fußleisten. Also der Bodenleger musste hier wirklich sehr, sehr genau arbeiten, damit man eben hier eine schöne, gerade Schattenfuge hat. Das Ganze ist jetzt auch einmal nachgestrichen worden in den 10 Jahren, die die Familie hier im Haus schon wohnt. Und die Bauherrin sagte mir, sie würde es immer wieder so machen. Vielleicht würde sie sich hier nochmal 10 cm hoch so eine abwaschbare, durchsichtige Farbe streichen, damit man halt beim Wischen oder Staubsaugen hier nicht immer dran stößt. Weil so ordentlich sieht es natürlich nach 10 Jahren dann nicht aus. Das Parkett kann man sehen, ist sehr, sehr gut gealtert. Das ist ein Eiche-Parkett, Verlegeart Schiffsboden. Das ist gewachst und geölt. Natürlich bleicht das ein bisschen aus, verändert sich. Aber was auch sehr schön in diesem Haus ist, weil es eben schon länger steht, man sieht, dass sich die unterschiedlichen Holzarten mit der Zeit von der Farbe auch ein bisschen angleichen. Also die Fenster innen in Eiche zu haben, ist wirklich wahnsinnig aufwendig. Die ganzen Einbauten sind natürlich in Eiche schön, das Parkett auch. Wir werden hier noch ein paar andere Holzarten sehen, unter anderem hier im Gäste-WC. Das ist nämlich ein ganz besonders schöner Raum. Ihr seht schon, die Tür ist hier raumhoch. Hier sind auch überall Türen vom Schreiner drin. Das sind also keine Standardtüren und wir gehen jetzt praktisch durch dieses Garderobenmöbel durch ins 3 Quadratmeter große Gästebad. Wir haben jetzt hier auf dem Boden wieder den Sandstein, den Schwarztobler Sandstein, den wir auch unten schon gesehen haben. Hier die Fensterleibung wieder in Eiche, ein schönes, kleines, quadratisches Fenster. Da ist die Straßenseite, es ist ein total gemütlicher, schöner Raum dadurch, wie ich finde. Und auch hier dieser Spiegel, der wieder bündig eingelassen ist mit dieser LED-Leiste, mit der Weißtanne, der astfreien Weißtanne an der Wand, gibt insgesamt einen total gemütlichen, schönen, angenehmen Raum. Schräg gegenüber geht es in den Wohn-Ess-Kochbereich, der auf dieser Ebene liegt. Der Architekt hat mit langen Sichtachsen geplant. Die Bauherrin sagte mir, sie ist trotzdem froh, dass sie sich durchgesetzt hat, dass diese Räume mit Schiebetüren abtrennbar sind. Auch die sind dann gleich so geplant, dass hier eine deckenintegrierte Schiene ist. Das ist hier wirklich eine massive Eichetür. Die hat unten nur noch mal so Rollen, dass sie über den Boden rollt, aber keine Leiste, sodass das Parkett hier durchgehen kann. Und sie sagte, wenn sie da beim Essen sitzen, haben sie das eigentlich immer zu. Hier der Ess-Kochbereich sind insgesamt 27,5 Quadratmeter, von beiden Seiten wirklich lichtdurchströmt. Und als erstes schauen wir uns den Kochbereich an, der davon etwa 11,5 Quadratmeter einnimmt. Wir haben hier 2 verschiedene Gewerke, die ineinander greifen. Alles, was mit weißen Milchglasfronten gemacht ist, kommt von einem Küchenbauer. Alles, was in Holz gemacht ist, auch diese Rückwand, kommt vom Schreiner. Und das Gute ist natürlich, wenn man da auf ein Netzwerk von einem Hausanbieter zurückgreifen kann, Handwerker, die also gewohnt sind, miteinander zu arbeiten, dass es dann eben auch von der Abstimmung sehr gut klappt. Die Bauherrin hat sich für eine etwas höhere Arbeitsfläche von 95 cm entschieden, obwohl sie selbst etwas kleiner ist als ich, und sie sagt, das ist wirklich sehr, sehr rückenschonend. Die Arbeitsplatte ist eine Keramikplatte, die ist einfach sehr, sehr schlank, und jetzt auch nach 10 Jahren, obwohl sie weiß ist, sieht das wirklich super aus, hat sich bewährt, ist kratzfest, hitzebeständig, keine Probleme mit Säuren im Gegensatz zu Naturstein. Und diese Oberflächen sind in satiniertem weißem Glas gemacht. Auch das ist sehr, sehr schön. Es gibt dann an den Schubladen mal so Stellen, sagte sie mir, wenn man da dran stößt, springt einem natürlich mal die Kante. Das kann dann schon mal passieren, und diese Arbeitsfläche ist wohl genau in Höhe ihrer Gürtelschnalle. Da muss man also tatsächlich auch ein bisschen gucken.
In der Decke sehen wir hier die ebenfalls vom Haushersteller entwickelte flimmerfreie LED-Beleuchtung. Das sind Einbauleuchten, sehr schön in diesem Edelstahl gebürstet von der Optik. Die Bauherrin sagte mir, sie haben bei der Lichtplanung total darauf geachtet, da überall die Linien einzuhalten und an der einen oder anderen Stelle ist es zu dunkel. Hier jetzt nicht, da ist hier über dem Tresen und entlang der Fronten dann das Licht. Hier war ursprünglich nichts, da haben sie dann nachträglich noch diese LED-Leiste hier drunter gesetzt, denn man braucht natürlich das Unterschranklicht, um hier zu arbeiten. Sehr schön ist hier die Rückwand, die ist auch in weißem Glas, hier aber nicht Milchglas, sondern glänzend. Da lassen sich dann auch die Steckdosen integrieren, wobei das auch nicht so ganz einfach ist. Das könnt ihr gleich hier auf der anderen Seite sehen. Da musste nämlich in diese Glasscheibe auch diese runden Auslässe für die Knöpfe und die Steckdosen gebohrt werden. Und da ist wohl die Platte mehrmals gesprungen. Aber das sind halt so Sachen, das ist ein bisschen anspruchsvoll, sieht aber wirklich sehr, sehr schön aus. Von der Tageslichtsituation gibt es hier viele schöne Ideen. Zum Beispiel gibt es hier so einen Schiebevorhang, der lässt sich vor die komplette Front ziehen und der verschwindet ansonsten hinter diesem Eichebrett. Da ist natürlich dann auch oben diese dreizeilige Schiebeleiste schon mit eingeputzt. Diese Fensterelemente, da ist jeder Flügel etwa 60 breit, 1,40 hoch. Das heißt, die Arbeitsplatte läuft hier in die Fensterbank rein. Das sind dann 70 cm. Da gewinnt man also einfach auch nochmal Arbeitsfläche. Und sehr schön ist das Ganze natürlich auch wirklich raumhoch ohne Sturz. Das sehen wir gleich auch auf der anderen Seite. Hier gibt es jetzt nochmal die Arbeitsfläche von der freistehenden Kücheninsel. Das sind auch nochmal 70 mal 1,80. Hier wird gekocht. Hier gibt es diesen Abzug nach unten. Auch das funktioniert wohl sehr gut, sagte mir die Bauherrin. Sie wollte hier nichts hängen haben. Und dann ist hier nochmal 20 cm höher umlaufend diese Theke, damit man eben vom Esszimmer aus nicht guckt auf die Töpfe und Schüsseln, die hier vielleicht nach dem Kochen noch stehen. Sehr schön ist auch diese Rückwand, da hat man eben auch darauf geachtet, dass dieses Fugenmuster hier immer parallel läuft. Hier ist die Kühl-Gefrier-Kombination dahinter. Hier gibt es so einen Apothekerauszug, das finde ich ganz schön. Da sind die Kochbücher drin. Dann gibt es hier einen Backofen und einen Dampfgarer. Und da sagte mir die Bauherrin, der Dampfgarer ist eigentlich zu hoch, zumal man hier oben auch die Wasserschublade hat. Sie kommt klar, aber das ist jetzt eigentlich, naja, diesem optischen geschuldet und im Alltag nicht so super praktisch. Sehr, sehr schön ist, auch hier müsst ihr noch mal aufs Detail gucken, vom Schreiner gemacht, diese Eckverzapfung in dieser Eichetheke, sowas finde ich wahnsinnig schön. Und hier sind wir jetzt schon in dem Essbereich. Hier gibt es übrigens auch einen Tisch vom Schreiner, ich glaube aus dem Bregenzer Wald, der ist jetzt in Birne gemacht. Und das ganz besondere Highlight an diesem Raum ist, dass sich diese Faltschiebewand komplett öffnen lässt zur Terrasse auf der Stadtmauer. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Stadthaus hat natürlich keinen Garten, aber hier eine wunderschöne Terrasse durch die geschickte Planung, die Integration der Stadtmauer, wirklich einen sehr hochwertigen Freiraum. Die ehemalige Stadtmauer durfte mit eingebunden werden ins Gebäude, weil nur der Unterbau, der Grundbau unter Denkmalschutz steht. Hier oben zum Abschluss hat die Familie so einen massiven Wachenzeller Dolomit-Naturstein draufgepackt, sodass das Ganze sich also wirklich sehr gut fügt. Hier sieht man teilweise noch das historische Mauerwerk. Und dadurch, dass das Ganze hier zurückspringt um 1,25 Meter, hat man hier eben auch einen überdachten Bereich, der einen Übergang von innen nach außen schafft. Die Terrasse ist dadurch im breitesten Bereich 3 Meter, knapp 3 Meter breit, zieht sich über die ganze Hauslänge von 13,50 Meter und hier drunter ist eben das Erdgeschoss rausgezogen bis an die Stadtmauer. Das heißt, hier drunter ist
Kellerraum. Durch den ehemaligen Stadtgraben, der begrünt ist, hat die Familie einen wirklich wunderschönen Blick ins Grüne, obwohl sie direkt fußläufig zur Altstadt wohnt. Und sie sagte mir, das Alter, wo Kinder einen Garten brauchen, ist sowieso relativ schnell vorbei. Sie haben keine Gartenpflege, können im Sommer wegfahren und genießen es total. Die beiden Jungs haben sich hier ein Baumhaus mit ihrem Großvater zusammengebaut. Die Nachbarin hat erlaubt, dass die da auch runter dürfen und über ihren Garten hinten auf eine Wiese, wo sie auch Fußball spielen können, sodass hier wirklich für alle eine tolle Outdoor-Lösung gefunden wurde. Wir sehen jetzt, dass das Haus von der Gartenseite ganz anders aussieht. Hier haben wir so eine hinterlüftete Leisten, Holzfassade in Lärche und es gibt eben hier, das sieht man auch wieder, so eine Schiene integriert, die Möglichkeit, solche Schiebeläden, Faltsschiebeläden vor diese komplette Glasfassade vorzufahren. Die Bauherrin sagte mir, im Sommer haben sie es oft zu. Wenn die Sonne dann hier rumkommt, wird es sehr, sehr warm im Haus. Aber durch diese Verschattung von außen lässt sich das Problem super beheben. Da wir ja hier eine sehr, sehr massive Holzhobelspandämmung drin haben, ist der sommerliche Wärmeschutz sehr gut. Und sie sagte, es wird im Haus im Winter nie zu kalt und im Sommer nie zu warm. So rum war das. Und wie das Heizkonzept funktioniert, erzähle ich euch jetzt im Zusammenhang mit dem Kachelofen im Wohnzimmer, wo wir jetzt hingehen, denn auch da gibt es eine Besonderheit. Der Wohnraum hat auch nochmal 24,5 Quadratmeter, lässt sich bei Bedarf mit dieser raumhohen Eicheholz-Schiebetür abtrennen. Ansonsten haben wir jetzt hier Einbaumöbel in Kirsche, auch vom Schreiner, weil hier eben schon Möbel in Kirsche vorhanden waren und die dann ergänzt werden sollten. Das Herzstück und Schmuckstück dieses Raumes ist dieser echte Grundofen, ein Kachelofen von einem regionalen Kachelofenbauer, der wohl auch diese Fliesen von Hand und nach Farbe in Bestellung macht. Das ist so ein ganz dunkles Kobaltblau, das wirklich ganz toll aussieht. Der hat also auch eine Wassertasche. Hier dieser Funkenspritzschutz ist wieder in Schwarzstahl hier eingearbeitet mit der Holzlege von dem Kunstschmied. Und der ist ins Heizsystem eingebunden. Es wird geheizt über eine Gasbrennwerttherme, die übrigens im Dachspitz steht. Dann ist nämlich der Schornstein ganz kurz und hier hat man nur den Kamin für den Ofen. Und die Wärmeverteilung funktioniert hier nicht über eine Fußbodenheizung. Die Bauherrin hatte nämlich, weil sie Venenprobleme hat, Angst, dass ihr das schadet, wenn die Wärme immer von unten kommt, sondern eine Deckenheizung. Außer in diesem Bereich, da haben wir eine Wandheizung, weil das eben die Ofenbank hier ist und es natürlich total schön ist, wenn man sich hier anlehnen kann. Ansonsten wollten sie keine warmen Wände, weil man dann natürlich nicht so gut Sachen an die Wand hängen kann. Und sie sagt, mit der Deckenheizung sind sie total zufrieden. Man merkt überhaupt nicht, wo die Wärme herkommt, weil es eine Strahlungswärme ist, die sich sehr gleichmäßig verteilt. Der einzige Raum, wo sie es gerne anders hätte, den zeige ich euch nachher oben und ich sage euch auch warum. Ansonsten haben wir jetzt hier das Thema mit den vielen Leuchten, weil sie sagte, hier haben wir wirklich zu wenig Licht in der Decke integriert. Das ist einfach zu dunkel. Da kann man natürlich mit einzelnen Lichtern noch nacharbeiten. Das ist überhaupt kein Problem, aber denkt da bei der Elektrobemusterung dran. Hier gibt es dann eine raumhohe Hebeschiebetür nach draußen, sodass sich also auch dieser Bereich fast komplett zur Terrasse hin öffnen lässt. Jetzt haben wir alle Wohnräume auf dieser Ebene gesehen. Ansonsten gibt es hier nur noch einen Hauswirtschaftsraum und Abstellkammer. Und jetzt gehen wir mal nach oben und schauen uns die Schlafräume an. Schönes Treppenhaus. Im oberen Bereich ist es jetzt mit einer offenen Treppe gemacht. Diese Eichestufen sind ohne Wange in die Wand integriert. Dadurch wird auch dieses durchlaufende LED-Lichtband verschmilzt das Ganze zu einem Raum. Die Bauherrin sagte mir, sie hatten hier auch kein Gitter, als die Kinder klein waren.
Klar fällt mal irgendwas durch diese offenen Treppenstufen durch, aber es hat immer funktioniert und es sieht einfach wahnsinnig schön aus. Wir sind jetzt hier im Flur im Obergeschoss, der insgesamt 9 Quadratmeter groß ist und ein komplett innenliegender Flur ist. Trotzdem ist es hier vor allem morgens, wenn die Morgensonne von Osten kommt, sehr schön hell. Hier gibt es nämlich zweimal so eine verglaste Decke. Ihr erinnert euch, wir haben draußen die Dachflächenfenster gesehen. Hier oben drüber sind nochmal 32 Quadratmeter Abstellraum im Dachspitz, der durch die Dachflächenfenster erhellt wird und das Licht fällt durch diese Scheiben eben morgens hier in den Flur. Ansonsten hat man da auch nochmal LED-Bänder eingelassen, sodass eben auch abends im Flur das Licht von der gleichen Stelle hier reinkommt und sie sagt, es ist morgens, wird man hier von Licht geflutet. Total schön. Von Licht geflutet ist auch das erste Kinderzimmer hier, das zur Gartenseite liegt und etwa 17,5 Quadratmeter hat. Wir sehen jetzt schon 2 von den jeweils 4 schmalen Gauben, die wir gesehen haben von außen. Das ist etwa 1,16 von der Breite und das Ganze ist wieder raumhoch. Das sind hier oben etwa 2,40 Meter lichte Höhe. Der Kniestock sind noch knapp 90 Zentimeter von der lichten Höhe und man sieht schon, zusammen mit dem 52 Grad geneigten Dach hat man hier wirklich eine sehr schöne Raumgeometrie. Das Zimmer wird gegliedert durch diese beiden Gauben und eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Wir haben ja von unten gesehen, dass hier diese Fassade so durchläuft, um hier auch gleichzeitig die Absturzsicherung zu machen. Man hätte da natürlich auch noch mal Glas davor machen können. Auch hier, die Kinder steigen dann hoch, um Gottes Willen. Sie sagt, es ist nie passiert. Und ganz nett finde ich auch die Idee, diese Latten hier oben einfach etwas dichter zu sitzen, weil dahinter läuft die Regenrinne durch. Das ist ja oft ein Problem, wenn man oben solche Gauben hat. Und das ist eine sehr, sehr schöne Idee, weil so wird das optisch aufgefangen. Man sieht es gar nicht, dass die da läuft und es ist wirklich eine total schöne Idee. Auf dem Weg ins zweite Zimmer möchte ich euch noch mal ein schönes Detail zeigen. Diese Türen vom Schreiner, die dann eben flächenbündig mit so einer schönen Schattenfuge hier eingebaut sind, die eben von der anderen Seite auch stumpf einschlagend sind, ohne sichtbare Bänder. Das ist natürlich einfach wahnsinnig schön. Hier geht es ins Elternschlafzimmer, da schauen wir gleich rein. Jetzt gucken wir kurz ins zweite Kinderzimmer, das etwas größer ist mit 18 Quadratmetern. Dafür jetzt aber keine bodentiefen Fenster, sondern diese 1,10 hohe Brüstung hat. Das hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt hier die Straßenseite ist, die Stadtseite und da einfach dann aus Sichtschutzgründen mit dieser hohen Brüstung gearbeitet wurde. Diese Nische ist jetzt komplett mit so einem halbhohen Bett ausgebaut. Es gibt wie so eine schöne Schlafkoje, wo dann eben auch nochmal wahnsinnig viel Stauraum unten drunter ist, wo Sachen verschwinden können. Und sowas ist fürs Kinderzimmer immer eine super Idee. Das Elternschlafzimmer ist mit 16,5 Quadratmetern der kleinste Raum hier oben, aber auch sehr schön zur Gartenseite hingelegen. Und hier ist jetzt alles in Ruster gemacht, also in Ulmenholz. Das liegt daran, dass eben auch die Möbel teilweise schon vorhanden waren. Ihr seht schon, ich muss hier so ein bisschen den Kopf einziehen. Das ist natürlich jetzt einfach so, wenn man da ein großes Bett stehen hat. Die Bauherrin sagt, sie läuft hier nachts blind. Sie hat sich da noch nie den Kopf gestoßen, aber das ist natürlich was, was man wissen muss. Was sie allerdings wirklich anders machen würde, sagte sie, sie haben etwas zu wenig Schrankfläche. Hier ist dieser schöne Einbauschrank, auch wieder auf Maß vom Schreiner, was ich sehr nett finde. Hier gibt es auch so Apothekerauszüge, die man rausholen kann, wo man hier sehr, sehr übersichtlich die ganze Garderobe hat. Aber es ist eben trotzdem etwas wenig. Und ursprünglich wollten sie eine separate Ankleide hier oben planen, haben sich dann aber anders entschieden, weil sie lieber eine Sauna hier oben im Bad haben wollten. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ansonsten hätte die Sauna nämlich nach oben in den Dachspitz wandern müssen und sie sagte, heute nutzen sie die Sauna halt viel öfter, weil sie auf dieser Ebene ist. Dafür ist halt etwas weniger Schrank. Und das Wellnessbad schauen wir uns jetzt noch an. Das Bad mit Sauna hat
11 Quadratmeter Fläche und ins Auge fallen hier wieder die tollen Materialien. Wir haben hier auf Boden und Wand einen Jura-Kalkstein in Grau gestrahlt und satiniert. Das heißt, der hat so ein bisschen eine poröse Oberfläche, die aber dann wieder so leicht angeschliffen ist. Sehr, sehr schön ist natürlich wieder diese Nische, die da vorgesehen ist, dass man hier gleich so eine beleuchtete Einbaunische hat, wo dann auch eben jede Seite eine Doppelsteckdose hat. Dann ist es hier wieder alles flächenbündig mit dem Schrank, dem Stauraum dahinter. Hier wieder diese schöne Tür und in die Türzage integriert hier die Schalter und die Heizungsregelung. Stichwort Heizung, das ist der einzige Raum, wo die Bauherrin sich manchmal im Winter eine Fußbodenheizung wünschen würde, weil dieser Kalkstein natürlich dann im Winter schon eher fußkalt ist. Ganz besonders ist natürlich hier auch die Formatlösung. Das Bad ist etwa 2 Meter breit und die Steine sind jetzt so geschnitten, dass sie die ganze Raumbreite einnehmen. Aber wir haben ja unterschiedliche Breiten, einmal 50 und einmal 30 Zentimeter, die so im Wechsel gelegt sind. Und das gibt so eine Rhythmisierung des Raumes, die sehr, sehr schön ist. Hier haben wir jetzt eine Glasscheibe, die die begehbare geflieste Dusche abtrennt. Und auch diese Scheibe in der Größe müsste eigentlich hier eine Querstange haben, damit sie stabil genug ist. Aber die Bauherrin sagt, wir haben es 10 Jahre super geschafft, ohne dass da was passiert ist. Und das lassen wir jetzt auch so. Die Dusche hat 95 mal 1,6 Meter und auch diesen Regenduschkopf. Wir haben wieder das Holz, die astfreie Weißtanne an der Decke. Und sie sagte mir, es ist kein Problem, hier ohne Spritzschutz klarzukommen. Diese Wand ist wohl noch nie nass gespritzt worden. Das funktioniert also wunderbar. Auch hier haben wir wieder umlaufen die hohe Brüstung. Das ist im Bad natürlich absolut sinnvoll. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Waschbecken. Das ist jetzt ein sehr breites Waschbecken, da kann man auch zu zweit mal stehen. Das ist, glaube ich, irgendwie 1,20 mal 50 und es ist ein Metallwaschbecken, das so beschichtet ist. Und da sagte sie, das wäre das Einzige, was sie anders machen würde. Sie findet es zwar sehr schön, aber da springt dann immer mal wieder die Emaillierung ab. Und jetzt schauen wir uns noch die Wanne und die Sauna an. Wir haben noch mal was zum Thema Temperatur. Auch die Wanne, in der Form übrigens sehr schön, wie ich finde, ist eine emaillierte Stahlwanne. Und da sagte die Bauherrin auch, die ist halt im ersten Moment kalt, wenn man sich da reinsetzt und anlehnt, aber dann geht es auch. Und sehr schön ist eben, dass man hier auch noch mal das Fenster mit der hohen Brüstung hat, sodass man sich da auch geschützt in der Wanne fühlt. Hinter mir ist jetzt die Sauna. Das ist einfach auch vom Haushersteller ein Raum, der so eingebaut ist. Das Material läuft durch. Die Weißtanne hat der Hersteller ja sowieso an Wand und Decke, wenn man möchte. Die Bänke haben sie sich so reinbauen lassen. Und das Einzige, was man bedenken muss, ist, dass dann diese Wand, diese Trennwand etwas dicker und gedämmt ist. Denn normalerweise muss ja eine Innenwand nicht gedämmt sein. Und das ist eigentlich das Einzige, was da bei der Planung schon bedacht werden muss, neben dem entsprechenden Stromanschluss. Das war unsere Haustour durch das Stadthaus an der Stadtmauer. Wenn ihr euch die Grundrisse noch mal anschauen wollt oder Kontakt zum Hersteller sucht, habe ich euch unten in der Videobeschreibung noch mal den Link in unsere Hausdatenbank reingepackt. Wenn ihr noch mehr Haustouren von dem Hersteller sehen wollt, findet ihr die hier auf der Seite. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.